Servus bei Anka TV. Ich war von 24. bis 26. März 2023 am Sadiq Master Festival in Paris. Wie es auf dem Festival so war, das erzähle ich euch in diesem Video und ich riskiere mit dem, was ich euch in dem Video zeige, definitiv einen Strike von YouTube. Aber wir wollen ja was Gescheites zu sehen bekommen, darum riskiere ich das jetzt einfach. Und am Ende des Videos gibt's noch was Lustiges, was ich euch erzählen muss. Mir ist nämlich echt eine witzige Geschichte passiert auf dem Festival. Bevor wir jetzt aber so richtig in das Video starten, schauen wir uns noch an, was es auf dem Festival so zu sehen gab. Gut, ich glaube, man hat jetzt schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was für eine Art Filme auf dem Festival zu sehen waren. Das Sadiq Master Festival fand, wie schon gesagt, von 24. bis 26. März in Paris statt und das war das 8. Mal, dass dieses Festival stattgefunden hat. Was hat man jetzt auf dem Festival so zu sehen bekommen und vor allem, wen hat man dort treffen können? Also es hat nicht nur Filme zu sehen gegeben, sondern auch diverse Stände. Zum Beispiel war ein Merchandise-Stand dort, der so Serienmörder-Merch verkauft hat, T-Shirts und Bücher über Serienmörder. Dann waren auch Verkaufsstände für Filme, DVDs, Blu-rays und auch das Sadiq Master Festival hat dort einen Verkaufsstand gehabt. Da hat man auch diverse DVDs kaufen können oder auch ein Sadiq Master Festival T-Shirt. Ich habe mir die neue DVD von ihnen mitgenommen, nämlich diese Kurzfilmsammlung. Es hat ja schon eine Kurzfilmsammlung vom Sadiq Master Festival gegeben. Das ist jetzt die zweite Ausgabe davon. Und was haben wir da drauf? Da haben wir eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 Kurzfilme von verschiedenen Regisseuren haben wir da drauf. Was sind das für Kurzfilme? Das sind alles Kurzfilme, die auf dem 6. und 7. Sadiq Master Festival gezeigt wurden. Wo könnt ihr diese DVD kaufen? Diese DVD gibt's direkt auf der Homepage des Sadiq Master Festivals. Ich verlinke euch diese Homepage unten in der Videobeschreibung. Für jeden, der sich diese DVD holen möchte, ich würde euch dann einen Tipp geben, holt euch diese DVD schnell, weil da ist, solange der Vorrat reicht und wenn sie fertig ist, ist sie fertig und dann ja, bekommt man sie halt nicht mehr oder man bekommt sie dann nur noch schwer irgendwo gebraucht. Und ist diese DVD gut oder ist sie nicht gut? Wie bei jeder Kurzfilmsammlung, wir haben gute Kurzfilme drauf, wir haben schlechte Kurzfilme drauf, aber von der Thematik her sind sie halt alle eher kontrovers. Ja, was hat es neben den Verkaufsständen noch zu sehen gegeben? Beziehungsweise, wen habe ich kennengelernt auf dem Festival? Ja, Marian Dora war da, aber den habe ich ja schon mal auf einem anderen Festival getroffen. Ich habe mit ihm gesprochen bezüglich eines Interviews für meinen YouTube-Kanal. Er hat gesagt, er meldet sich. Bis jetzt warte ich noch darauf, dass er sich meldet. Ansonsten erwische ich ihn sicher mal auf einem anderen Festival. Also Marian Dora war da. Und er hat noch jemanden dabei gehabt. Und da habe ich mir zuerst gedacht, wer ist das? Zuerst habe ich mir gedacht, vielleicht der Sohn von ihm. Aber es war das Kind von Mors in Tabula. Also Mors in Tabula ist ja ein Kurzfilm, der für das Filmprojekt The Profane Exhibit gedreht wurde. Und da hat es ja 2 Segmente gegeben, Mors in Tabula 1 und Mors in Tabula 2. Letztendlich hat es dann aber nur Mors in Tabula 2 in das fertige Filmprojekt geschafft. Und
in beiden Segmenten, also Mars und Davala 1 und 2, hat ein Kind mitgespielt und dieses Kind, also der dieses Kind gespielt hat, war eben auch auf dem Festival. Der ist aber mittlerweile kein Kind mehr, sondern ein junger Mann. Er ist 19 Jahre alt mittlerweile. War auch cool, den einmal kennenzulernen. Dann war der Regisseur Yuval Marlon da, den habe ich eben auch kennengelernt und ein bisschen mit ihm gesprochen. Das war auch der Grund, warum ich einen Trailer von Todesmarsch nach Chiasso bekommen habe, um euch den vorzustellen und zu zeigen. Dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der in Frankreich Kurzfilme produziert und was da auch richtig cool ist, der untertitelt jetzt seine Kurzfilme in Englisch und stellt sie mir dann für meinen Kanal zur Verfügung. Und das finde ich schon richtig geil, weil ich finde, das ist ein richtiger Mehrwert auch für euch als Community, dass ihr dann komplette Kurzfilme auf meinem Kanal zur Verfügung gestellt bekommt und euch die anschauen könnt. Und ich finde das echt richtig geil. Also der untertitelt diese Filme jetzt nur für meinen Kanal und sozusagen dann für euch. Und ich finde das wirklich einen richtig geilen Mehrwert für uns als Community. Finde ich richtig geil. Und natürlich gab es dann auch eine ganze Menge Filme zu sehen. Es gab Kurzfilme, es gab Langfilme. Ich habe es schon im Vorfeld in einem Video gesagt. Es wurde eben Besttag der Menschlichkeit erstmals in Frankreich gezeigt. Und das war eine andere Schnittfassung, als wir von der DVD bzw. aus dem Mediabook kennen. Ich möchte jetzt nicht wirklich sagen, es war eine ungeschnittene Fassung. Ich habe eben mit Marian Dora gesprochen und er hat gesagt, ja, es war so eine erste Fassung, die er rausgebracht hat. Da waren einfach nur Szenen drin, die ihm dann, ja, das was im Film für ihn zu langatmig gemacht hat. Also er hat dann noch ein paar Szenen rausgenommen für das Mediabook, einfach um den Film ja nicht so langatmig zu machen. Also das waren jetzt keine Gewaltszenen, die da rausgeschnitten wurden, sondern eher am Anfang die Szenen, da war das Ganze langatmiger und das hat er ein bisschen gekürzt. Auf alle Fälle war eine andere Schnittfassung von Besttag der Menschlichkeit zu sehen, habe ich ganz cool gefunden. Dann haben wir natürlich The Profane Exhibit gesehen, über den Film habe ich schon im Vorfeld einmal gesprochen. Und ja, diverse andere Filme, übrigens auch von österreichischen Regisseuren, aber auf diese Filme von dem österreichischen Regisseur komme ich am Ende nochmal zu sprechen, bei meiner lustigen Geschichte, die ich euch noch erzählen muss. Und ja, die Filme haben am Freitag angefangen, da wurden die Filme am Abend gezeigt, dann ist es am Samstag weitergegangen und was ich richtig cool gefunden habe, am Samstag ist es bis 5:30 Uhr in der Früh gegangen, das Festival. Also man hat mehr oder weniger in diesem Kino drin übernachtet, hat mir richtig getaugt, also ich war noch nie so lange im Kino. Es war allerdings genau Zeitumstellung in der Nacht, also es war eigentlich eine Stunde kürzer, aber ihr wisst, wie man es ist, im Endeffekt bis 5:30 in der Früh gegangen. Ich muss zugeben, beim letzten Film bin ich auch das ein oder andere Mal ein bisschen weggepennt, aber es war richtig cool, einmal so lange im Kino zu sein und so lange, ja, wirklich Underground-Filme zu sehen. Hat mir richtig gut gefallen und am Sonntagabend sind dann auch noch Filme gezeigt worden. Man hat dann auch abstimmen können, welcher Kurzfilm einem am besten gefallen hat und welcher für einen der beste Langfilm war. Und da hat es dann auch Gewinner gegeben. Gewinner des besten Kurzfilms war der Film Gnomes vom Regisseur Ruvan Hegelman. In dem Film, ihr seht es da am Bild, ist es um so Zwerge gegangen, die eine Frau so auseinandergenommen haben. Ja, war eine recht coole Splatter-Komödie. Und der beste Spielfilm bzw. der beste Langfilm war The Profane Exhibit. Wie schon gesagt, über diesen Film bzw. über dieses Filmprojekt habe ich ja schon mal ein eigenes Video gemacht. Ich verlinke euch das da oben, wenn es euch interessiert. An diesem Film, ich sage lieber Filmprojekt, weil es ja eigentlich mehrere Segmente, mehrere Kurzfilme sind, haben ja 10 Regisseure aus aller Welt mitgewirkt und ja, das Projekt war schon sehr interessant, also wirklich ein interessanter Film. Ja, wie ich zuerst schon gesagt habe, bei Kurzfilmen ist es halt so, es ist einmal ein guter Film oder in diesem Projekt ein gutes Segment dabei und einmal ein schlechtes Segment dabei. Ein paar Segmente waren richtig gut, ein paar Segmente hätte man sich sparen können, aber war definitiv ein stabiler Film, sonst wäre es ja auch nicht zum besten Spielfilm oder zum besten Langfilm des Festivals gekürt worden. Der nette Herr, den ihr da gerade eingeblendet seht, das ist Tinam Bordage. Der wird den meisten von euch wahrscheinlich kein Begriff sein, aber er
ist der Organisator des Festivals, aber ich blende ihn nicht deshalb ein, weil er der Organisator ist, sondern auf dem Festival wurde der erste Kurzfilm, bei dem er Regisseur war, gezeigt und der Film hat mich wirklich begeistert. Der hat mir richtig gut gefallen und zwar ist es der Film Romance Post-Mortem. Und wie der Name schon sagt, Romance Post-Mortem heißt ja eigentlich so viel wie Romantik nach dem Tod, so in etwa interpretiert. Und um was geht's in dem Film? Ich spoilere jetzt nicht zu viel, weil ja, bei einem 10-Minuten-Film ist jetzt nicht so viel Story drin und wenn ihr den Film einmal zu sehen bekommt, ja, dann soll es ja für euch auch noch spannend bleiben. Der Film geht insgesamt übrigens 10 Minuten. Ja, in dem Film, worum geht's? Man sieht eine Frau, die nackt in einer Höhle aufwacht und sie irrt dann durch die Höhle und findet eine andere leblose Frau. Sie beginnt dann, diese Frau wiederzubeleben und dann wird's spannend, blutig und kontrovers. Man kann aus dem Namen heraus vielleicht ein bisschen was von der Story noch herauslesen bzw. hineininterpretieren. Hat mir richtig gut gefallen, also für das, dass das sein erster Film ist, den er gemacht hat, richtig stark und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, den Film zu sehen, schaut's euch an, hat mir richtig gut gefallen. Und den Namen von dem Film finde ich übrigens auch sehr edel. Romance Post-Mortem klingt richtig geil, finde ich. Ja, dann noch einmal zusammengefasst, so, wie war die Stimmung auf dem Festival? Es kommt ja nicht nur darauf an, was gibt's dort zu sehen, was gibt's zu kaufen, sondern auch die Gesamtstimmung ist ja auch ausschlaggebend, ob ein Festival gut war oder ob es nicht gut war. Also ich habe die Stimmung wirklich richtig cool gefunden. Das Festival war gut besucht, es waren coole Leute da, es waren offene Leute da. Ich bin oft angesprochen worden darauf, ob ich ein Regisseur bin, weil ich eben Deutsch spreche. Weil ich glaube, ich und meine Kollegin und der Marian Dora mit dem Kind von Marcin Dabola waren die einzigen, die da Deutsch gesprochen haben. Und darum bin ich halt auch öfter angesprochen worden. Aber es haben sich coole Gespräche ergeben. Ich habe, wie gesagt, richtig coole Leute kennengelernt. Und mir hat es richtig gut gefallen. Und ich habe zu meinem Entsetzen, muss ich fast sagen, ein Interview geben müssen. Ja, ich habe nicht müssen, aber ich habe halt gesagt, ich mache es, weil Arne hat gefragt, ja, was ich für einen Bezug habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Dann hat sie gesagt, ja, willst du ein Interview geben? Und jeder, was meinen Kanal regelmäßig schaut, weiß, wie mein Englisch ist. Also mein Französisch ist noch wesentlich schlechter, weil ich kann kein Französisch. Das heißt, ich habe Englisch reden müssen. Und ja, es ist mir eigentlich, ja, so Interviews auf Englisch sind mir peinlich, muss ich sagen. Das war nämlich nicht mein erstes Interview auf Englisch. Ich habe schon mal woanders ans geben müssen. Und ich weiß, mein Englisch klingt katastrophal mit diesem Tiroler Slang drin. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wo das Interview veröffentlicht wird. Aber ich werde versuchen, das Interview für meinen Kanal zu bekommen. Dann lade ich es natürlich hoch und zeige es euch. Aber ist mir irgendwie ein bisschen peinlich. Aber gut. Ist halt nur so gegangen, weil die anderen kein Deutsch kennen und ich kein Französisch. Ja. Also die Stimmung war auf alle Fälle cool. Was ich geil gefunden habe, eben bis 5:30 in der Früh da im Kino zu sitzen, auch wenn es dann ein bisschen lang geworden ist. Also rundum ein gelungenes Festival. Eben Tinam, der was das organisiert, der was auch den Kurzfilm da gezeigt hat, den er gemacht hat. Man merkt, er macht es mit Begeisterung und mit Herzblut und wirklich toll organisiert und mir würde es irrsinnig freuen, wenn man nächstes Jahr mehr Leute aus Österreich, Deutschland sein oder auch aus der Schweiz, weil ich glaube, was ich gesehen habe, Österreich war eben vertreten mit mir und mit meiner Kollegin, Deutschland war vertreten mit Marian Dora und dem Kind von Marcin Dabola und die Schweiz war vertreten mit Yuval Marlon. Ja, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, mehr Leute zu sein, würde mich freuen. Also ich habe gesehen, ich habe auch mit Dinam, mit dem Organisator ein bisschen gesprochen und man hat schon gemerkt, ihn würde es jetzt freuen, wenn wir es schaffen würden, ein bisschen mehr Leute auch von Deutschland, Österreich, Schweiz hinzukriegen. Ihm hat's voll getaugt, dass eben wir da waren und es war wirklich rundum gelungen. Also ich mache jetzt die Werbung auch nicht, weil ich irgendwie Geld dafür kriege oder weil mit Dinam gebeten hat, das zu machen. Mir hat's wirklich gut gefallen. Richtig, richtig geiles Festival. So, bevor ich jetzt noch zu meiner lustigen Geschichte komme, noch kurz zur Heimreise. Die Heimreise war leider sehr mühsam aus Paris, weil wir haben genau die Zeit erwischt, wo die ganzen Streiks waren. Man hat auch diese Müllsäcke überall gesehen, weil ja die Müllabfuhr in Paris gestreikt hat.
und leider auch die Fluggesellschaften. Darum sind unsere Flüge öfter abstorniert worden. Wir sind letztendlich auch ein Stück mit dem Zug gefahren. Wir sind, kurz gesagt, 1,5 Tage später nach Hause gekommen und ich war auch noch krank dazu. Also ich bin schon am Festival selber so, ja, halb krank gewesen. Und ich schwör's euch, ich habe sowas, ja, mein Lebtag noch nie erlebt. Ich bin zum Schluss noch in der Bahn gehockt, ich habe keine Taschentücher mehr gehabt. Ich habe irgendeine Unterhose, eine Boxershort aus meiner Tasche rausgenommen, eine gewaschene, also keine gebrauchte, eine gewaschene, und habe da rein gerotzt, weil ich nichts anderes mehr gehabt habe. Ich bin krank, fix und fertig, 1,5 Tage später als geplant in der Straßenbahn gesessen und habe in eine Unterhose reingerotzt. Ja, letztendlich haben wir es dann aber doch nach Hause geschafft und mir war es diese Strapazen auch wert und ich werde auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Das war noch nicht die lustige Geschichte. Die lustige Geschichte kommt jetzt. Es wurden nämlich 2 Filme auf dem Festival gezeigt von einem österreichischen Regisseur, nämlich von Norbert Pfaffenbichler. So, jetzt die Namen dieser Filme sind ein bisschen komisch. Die Namen bestehen nämlich aus einer langen Zahl und einem Beinamen. 2551 01 The Kid und 2551 02 The Orgy of the Damned. Was war jetzt das Lustige an diesen Filmen? Also der Hauptdarsteller, der Protagonist in diesen Filmen hat so eine Affenmaske aufgehabt. Der wurde auch Ape Man genannt. Also der hat so eine Maske aufgehabt über den ganzen Film, also man hat das Gesicht nicht gesehen. Und im Abspann ließ ich auf einmal Ape Man und eben im Namen des Schauspielers dazu. Dann denke ich mir, ich kenne doch jemanden, der so heißt. Ja. Beim zweiten Film am Ende wieder der gleiche Abspann, wieder beim Ape Man steht der Name des Schauspielers dabei. Dann denke ich mir, das wird doch nicht mein Kollege sein. Dann habe ich meinen Kollegen WhatsApp geschickt und sage, du, hast du da mitgespielt in dem Film? Dann sagt er, ja, da hat er mitgespielt. Dann habe ich ihm das zuerst aber nicht geglaubt. Dann sage ich, der Zell kein Schmäh, der hast nicht mitgespielt. Auf einmal schickt er mir ein Foto, wo er diese Affenmaske aufhat. Jetzt war tatsächlich der Hauptdarsteller in diesen beiden Filmen ein Kollege von mir und ich habe nicht gewusst, dass der sich für Filme interessiert und ich habe auch nicht gewusst, dass der in Filmen mitspielt. Und da habe ich mir schon gedacht, also die Welt ist wirklich ein Dorf. Vor allem, er wohnt nicht in Tirol, der wohnt in Wien, also auf der anderen Seite von Österreich. Und der war tatsächlich Hauptdarsteller in diesen beiden Filmen. Und die Geschichte habe ich tatsächlich sehr witzig gefunden. Und ja, wollte ich euch leider erzählen, weil das habe ich echt cool gefunden. Und da war ich wirklich überrascht. Ich war richtig baff und dachte, okay, geil. Ja, das war's mit dem Video zum Sadiq Master Festival 2023 in Paris. Wie gesagt, mich würde es irrsinnig freuen, wenn wir es nächstes Jahr schaffen würden, dass ein paar mehr von uns aus unserer Community dabei sein, würde ich richtig geil finden. Jetzt ist noch wichtig, wenn du auch auf kontroverse Filme stehst, dann lass mir noch ein Abo da, würde mich irrsinnig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.